So, herzlich willkommen zur gRPC-Demo. Ich habe hier einen leeren Ordner, da ist im Prinzip nur eine POM drin, die ist komplett leer. Ich mache da drin jetzt mal IntelliJ auf und lasse dieses Maven-Projekt importieren. Jetzt lege ich den Source Main Java-Ordner an, wie das Maven so gerne hätte. Lege da ein neues Package an. Ich werde das Package nennen de Coavia edu gRPC-Demo. Und lege da zwei Klassen rein, nämlich einmal eine Klasse mit einer Main-Methode für den Server. Kommt jetzt gleich die Main-Methode. Und einmal eine Klasse für den Client. Kommt auch wieder eine leere Main-Methode rein. Können wir die beiden schon mal ausführen. Dann schauen wir mal in der POM. In der POM ist bisher noch nichts drin. Was wir jetzt zuerst machen, ist, wir hängen da jetzt erstmal gRPC rein. Also gehen wir mal auf die GitHub-Seite von gRPC Java. Das ist die Java-Implementierung von dem gRPC. Und schauen wir, was in der README so schreiben. Bei Download gibt es einen Haufen Dependencies. Die werde ich jetzt einfach mal rüber kopieren. Dann, gRPC generiert Code, also muss ich noch ein Plugin installieren in Maven, was mir diesen Code generiert aus diesen Proto-Dateien. Okay, packe ich da mal rein. Speichere das Ganze mal, habe das neu geladen in IntelliJ, jetzt passt es. Diese Plugins funktionieren so, dass die unter Source Main Proto die Datei erwarten, in der ich meinen gRPC-Service definiere. Und ich nenne den jetzt mal helloworld.proto. Und gRPC verwendet Protocol-Buffers als Serialisierungsformat und dann schaue ich mir mal kurz den Language Guide an. Da gibt es nämlich zwei Syntax, einmal Proto 2 und Proto 3 und ich hätte gerne die Proto 3, das ist die neuere. Und jetzt definiere ich einen Service, ich nenne den Service Hello World und dieser Service, der bekommt jetzt eine Methode, Methoden definiert man mit RPC, dann gibt man dem einen Namen, in dem Fall Greet. Jetzt kommt da der Parameter rein, es gibt immer einen Parameter, es ist immer einer, es sind nicht 0, es sind nicht 2 und irgendwas, was zurückgegeben wird, das ist auch immer ein Parameter. Genau. Jetzt muss ich die beiden noch definieren. Das mache ich mit Message Greet Request. Das definiert eine Protocol Buffers Message und den Greet Response da oben. Jetzt merkt das IntelliJ Plugin schon, dass ich die definiert habe. Und jetzt gebe ich dem ein Feld Name, also der Name geht rein und der Response geht wieder raus, also die Begrüßung. Jeweils mit dem Typ String. Jetzt mache ich Maven Clean Compile. Und jetzt kommt das Maven Plugin und generiert mir Code. Das sehen wir jetzt gleich in dem Target-Ordner, sind unter Generated Sources Protobuf gRPC Java einmal eine Definition von dem gRPC-Service drin und einmal die Protocol-Buffers drin. Ja? So, was mir jetzt aufgefallen ist, das ist nicht in einem Package, die generierten Sourcen. Ich hätte die gerne in einem Package. Also schauen wir mal, man kann da dem Compiler sagen, generiere bitte alle Klassen in ein Package rein. Und dann schaue ich mir mal kurz das Basic Tutorial von gRPC an, da ist es nämlich drin. Da gibt es diese Option Java Package, die kopiere ich mir jetzt mal und passe die einfach an, so dass unsere generierten Klassen in einem Package erzeugt werden und nicht im Root Package rumhängen. Ja, da ist nämlich nichts drin, keine Package-Deklaration. Das gefällt mir so nicht. Jetzt ändere ich das Package auf de Coavia edu gRPC Demo.generated. Lass nochmal mein Maven laufen. Das sieht man jetzt leider nicht, ist ein bisschen abgeschnitten, aber das war ein Maven Compile. Und was jetzt passiert ist, jetzt generiert er mir da einen richtigen Package. Ja, jetzt steht hier auch eine schöne Package-Anweisung drüber. Okay. So, was mir noch nicht gefällt ist, diese Klasse heißt Hello World Outer Class. Das ist der Default von dem Proto-C-Generator, der im Prinzip diese Java-Klasse generiert. Das gefällt mir so nicht, das möchte ich ändern. Auch dafür gibt es eine Lösung. Die google ich jetzt mal kurz, nämlich den Outer Class Name einfach anpassen. Das ist auch wieder so eine Option-Direktive, die in dieses File reingeschrieben wird oben. Genau, da ist sie. Kopiere ich mir mal. So, jetzt heißt das Ding Hello World Proto. Ich habe ja dann Maven Compile gemacht und jetzt ändert sich gleich Hello World Class und Hello World Proto. So, jetzt ist alles so schön, jetzt kann ich mal anfangen. Jetzt implementiere ich mir mal meinen Server. Um den Server zu implementieren, lege ich mir eine neue Klasse an. Okay, hier stimmt aber noch was nicht, weil das sollte eigentlich
markiert sein, dieser Ordner, als Generated Sources. Ja, ist er auf irgendwelchen Gründen nicht. Na, das kann man lösen, indem man einfach auf den Maven Import Knopf nochmal drauf drückt. Dann kommt IntelliJ und jetzt funktioniert das. Jetzt funktioniert auch die Codevervollständigung gleich richtig. Sehen wir es gleich, ich lege mal meine Server-Impl an und extende den Impl Base heißen die. Das ist das, was mir der gRPC definiert hat für den Server. Da ist die Server-Implementierung. Jetzt habe ich da vorne einen Class vergessen, also schreibe ich noch einen Private Static Class hin. So. Und jetzt mache ich Ctrl-O, also Select Method to Override und jetzt überschreibe ich die Greet-Methode. Da muss die Implementierung rein. Ja, weil standardmäßig werfen die einen Fehler, wenn die aufgerufen werden und nicht implementiert worden sind. Also implementiere ich die jetzt. Und was ich machen kann, ist, ich kann über Request kriege ich das, was der Client mir geschickt hat und dann kann ich da den Namen jetzt rausziehen. Okay, also in meiner Variable Name in Zeile 16 ist jetzt der Name drin, den mir der Client geschickt hat. Und jetzt kann ich auf dem Response Observer mehrere Methoden aufrufen und onNext schickt eine Nachricht zurück an den Client. Ja, und jetzt muss ich dann noch einen Protocol Buffers Message erzeugen, nämlich die Greet Response. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, einen Builder herzunehmen. Da muss man das New da vorne wegmachen und New Builder machen. Genau, und jetzt kann ich hier sagen set response und das nimmt jetzt wieder ein String und jetzt formatiere ich das einfach. Ich sage einfach hello und den Namen, den mir der Client geschickt hat und sage .build. Jetzt ist in der Variable response das response drin und jetzt sage ich response observer on completed. Jetzt wird es quasi an den Client rausgeschickt und die Nachricht als erledigt markiert. So, jetzt habe ich die Main-Methode und ich habe die jetzt mal gestartet. Aber es passiert nichts, also die tut einfach nichts, weil sie ist leer. gRPC macht da keine Magic, dass da jetzt automatisch irgendwas passiert, sondern wir müssen es selber machen. Dazu gibt es die Server-Builder-Klasse. Und dann kann man sagen, ich möchte auf einem bestimmten Port laufen, in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sage ich, bitte benutzt den Server-Impl, die ich gerade gebaut habe. Und mit dem kann ich jetzt meinen Server bauen. Ja, jetzt habe ich hier mal den Server, jetzt muss der noch gestartet werden. Ja, jetzt startet der. Jetzt schreibt man noch schön was auf die Konsole. Okay. Und dann warten wir, bis der beendet wird, der Server. Jetzt müssen wir noch jede Menge Exception Handling machen. In dem Fall mache ich das jetzt einfach, ich schmeiße sie oben raus. Das ist nicht Production Ready, aber für eine Demo langt das vollkommen. Okay, und jetzt läuft der Server auf Port 1, 2, 3, 4, 5. So, wie testen wir den jetzt? Die einfachste Möglichkeit ist, wir bauen uns einen eigenen Client. Für den Client müssen wir viel weniger machen, weil gRPC macht im Prinzip schon alles fertig für uns. Das hat uns einen Client generiert. Und den können wir mit einem New Blocking Stub holen. Dann kriegen wir einen Client, der Blocking-Methoden aufruft. Es gibt auch asynchrone Varianten. Der möchte einen Channel. Ein Channel gibt an, wie kann ich denn den Server erreichen. Da gibt es den Manage Channel Builder dafür. Und dann sage ich im Prinzip for Address. Ja, und da sage ich, der läuft auf Localhost und der läuft auf Port 1, 2, 3, 4, 5. Da läuft mein Server. Jetzt sage ich Use Plaintext, also ich deaktiviere das TLS-Zeug, sonst funktioniert es nicht. Ich zeige nachher, was passiert, wenn man das rausnimmt. Und jetzt kann ich mir hier den Hello World Service geben lassen. Und auf dem kann ich jetzt Methoden aufrufen. Und diese Methoden, die sehen aus wie ganz normale Java-Methoden, aber die machen im Hintergrund ein RPC übers Netzwerk. Also die schicken wirklich einen gRPC-Request an diesen Server. Jetzt brauche ich einen Greet-Request und das ist auch wieder so ein Protofile, da kann ich wieder mit New Builder, da muss ich jetzt irgendwie meinen Namen setzen. Mit dem baue ich dieses Request-Objekt zusammen und dann kriege ich ein Response-Objekt zurück. Ja, jetzt müssen wir den Namen noch irgendwie kriegen. In dem Fall, ich lese jetzt einfach den Namen von der Kommandozeile. Also der User darf dann schön seinen Namen eingeben. Und den verwenden wir einfach. Jetzt sagt man dem User noch, das fragen wir noch, damit er auch weiß, dass er was eingeben soll. So, jetzt schicken wir den Namen da weg. Jetzt kriegen wir eine Response, mit der sollten wir irgendwas machen, also schreiben wir mal auf, dass der Server einfach das geantwortet hat. Und dann jetzt kann ich auf response.getResponse, kann ich auf die Response, die der Server mir geschickt hat, reagieren. Jetzt starte ich den Server nochmal. Okay, Server läuft auf Port 1, 2, 3, 4, 5. Localhost 1, 2, 3, 4, 5 muss ich jetzt zusammenstecken. Und dann kann ich den Client im Prinzip starten. Ja, in dem Fall macht er jetzt einen Blocking Stub. Ich kann auf dem Service, ich hole mir erst den Namen. Ich rufe auf dem Stub dann die Methode auf. Ich bekomme eine Response und auf der Response wird auf die Konsole geschrieben. Ich führe es mal aus.
Ja, ich muss jetzt meinen Namen eingeben. Und der Server hat mir gesagt, Hello Moritz. Also das ist jetzt einmal zum Server gegangen, wieder zurück. So, jetzt machen wir das Use Plaintext raus und schauen, was passiert. Standardmäßig ist dieses Zeug nämlich TLS gesichert. Ja, und was passiert ist, man bekommt eine riesengroße Exception und er beschwert sich, geht irgendwas nicht, er konnte keinen SSL-Handshake machen. Das passiert. Für Production sollte man da Zertifikate einbauen. Für meine Demo-Anwendung mache ich jetzt einfach Plaintext-Kommunikation, unverschlüsselt. Okay, nochmal zusammengefasst. Wir haben hier eine Proto-Datei, in der definieren wir den Service, die ganzen Eingabeparameter, die Ausgabeparameter. Der Service wird definiert mit dem Schlüsselwort Service, RPC, Greet-Methode, Eingabeparameter und Ausgabeparameter. Das Ganze wird durch diesen XML-Wust hier mit dem Protobuf Maven Plugin in Code generiert, in Java Code. Der liegt dann hier, genau in Hello World gRPC und Hello World Proto. Und als Server muss ich die Impl Base immer extenden für jeden Service. Ich override die Methoden, die ich implementieren will, packe da meine Business-Logik rein und dann kann ich die aufrufen mit dem Client. Und das war's auch schon.